als wir haben müssten. Genauso bei den Repeatern. Die stecken wir natürlich auch in Dauerstromsteckdosen ein, damit es immer dauerhaft funktioniert, das Netzwerk auch aufrechtgehalten wird. Wir hatten es vorhin bei der Infrastruktur schon mal gesagt. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir als erstes den Router aufbauen und dann nacheinander die Repeater, und zwar immer von dem Punkt aus, der schon Internetverbindung hat, zum nächsten. Dann kommen wir jetzt noch zur Software. Ich zeige das jetzt einmal hier an meiner Web-App. So, es ist sehr wichtig, dass wir die Systeme in der Software immer dahin ziehen, wo sie auch wirklich sind. Das heißt, wenn wir jetzt eine Falle beim Bäcker aus Versehen einscannen, zum Beispiel jetzt hier die eine aus dem Kundenbereich vom Supermarkt, die wir schon eingeschalten hatten vorhin, und die Falle ist aber gar nicht beim Bäcker, dann wird die uns auch immer sagen, wir haben hier vom Bäcker aus gemeldet. Das heißt, wir können als Techniker oder als Schädlingsbekämpfer oder im Office nicht mehr nachvollziehen, welche Falle hat denn wo ausgelöst, geschweige denn klare Statistiken erfassen. Das heißt, die Falle habe ich jetzt mal absichtlich falsch platziert, die ist natürlich nicht beim Bäcker, sondern im Supermarkt, und zwar im Kundenbereich, fügen wir da jetzt auch wieder hinzu. Gut, sollte man aus Versehen mal eine Falle, die online ist, ausschalten, ist es kein Problem, weil sobald die Falle sich das nächste Mal meldet, das tut sie alle 6 Stunden, direkt wieder auf aktiv ist. Das heißt, da keinen großen Kopf machen, ist kein Problem und alles wird weiterhin funktionieren, wie es soll. Wichtig ist natürlich, dass ihr in der Benutzerverwaltung niemanden als internen Benutzer hinzufügt, der von einer externen Firma kommt, weil er ansonsten alle Standorte, alle Kundendaten sehen könnte. Ja, ansonsten möchte ich noch einmal in der Software zeigen, wie man vielleicht den Namen bearbeiten kann. Das geht hier einfach über die Geräteeinstellung selber. Kann man dann zum Beispiel sagen, Permanent Monitoring Punkt 1. Könnt ihr es abspeichern und dann heißt die Falle jetzt auch PM1. Für mich ist es unpraktisch, ich arbeite eher über die Seriennummern, deshalb ändere ich das einmal zurück. Ist auch kein Problem, kann man später immer wieder ändern. Und damit ist auch der Software-Part jetzt beendet. Wir haben alle Fehlercases abgedeckt, die normalerweise passieren können. Jetzt kommen wir nochmal zu so ein paar Spezialfällen aus der Vergangenheit und Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Wenn zum Beispiel in diesem Supermarkt 3 Fallen ausfallen, jetzt muss ich den Repeater vielleicht nochmal aufmalen. Wenn jetzt nur 3 Fallen ausfallen, und zwar sind die alle in dem Bereich, wir haben die auf dem Grundrissplan, können wir relativ sicher sein, dass der Repeater hier wahrscheinlich ausgesteckt worden ist. Sollten alle Fallen ausfallen in diesem Supermarkt, können wir davon ausgehen, dass irgendwas mit dem Router oder beiden Repeatern nicht passt und müssen dann natürlich vor Ort einmal schauen, was ist los. Das sind dann auch die häufigsten Fehler. Manchmal passiert es, dass man eine Einrichtung hat mit einem leeren Supermarktregal, Getränkeregal. Am nächsten Tag ist es voll und der Repeater hat nicht die Verbindung, die wir vorher angenommen haben. Deshalb möchte ich nochmal ganz klar sagen, wenn hier dieses Verbindungsdiagramm, das uns nochmal aufzeichnen, dann sollte dieser Repeater maximal in dem Bereich aufgestellt werden, wo er noch 2 Balken hat und nicht da, wo er nur noch einen hat. Aber auch immer nur, sofern das auch möglich ist. Hat sich jetzt alles, glaube ich, sehr vertieft angehört. Wir haben natürlich in der Schulung ganz viele Themen zusammen kombiniert und auch die Feinheiten geschult, die man normalerweise in dem Supermarkt nicht unbedingt braucht. Der Supermarkt selber ist ein sehr einfaches Objekt im Vergleich zu Industrieobjekten, wo man vielleicht gar nicht die Steckdosen hat und dann einmal anfragen muss, ob Steckdosen gesetzt werden können. Aber grundsätzlich reichen auch unsere Anleitungen auf der Webseite, um sich einmal wieder vielleicht Revue passieren zu lassen, wie unsere Systeme arbeiten, funktionieren, wie die Feinheiten laufen. Vielen Dank für alle, die jetzt hier dabei waren und zugeschaut haben. Sollten noch weitere Fragen entstehen, können wir gerne noch weitere Videos aufzeichnen. Wir stehen aber jederzeit telefonisch zur Verfügung, entweder einer meiner Außendienstkollegen oder tatsächlich auch ich, falls irgendwelche Fragen da sind. Sollten Sie eine größere Einrichtung planen oder technischer Leiter eines Unternehmens sein und eine vertiefte Schulung brauchen, vielleicht auch nochmal persönlich, dann fragen Sie bitte einfach an und wir können das Ganze mit Ihnen vor Ort durchführen. Vielen Dank.